Ja, hallo. Ich bin überwältigt. Also mit so vielen Leuten haben wir nicht gerechnet. Aber es freut mich umso besser, ja, dass so viele heute hier am Arrivo Launch Event teilnehmen. Ja, viele waren gespannt, was es heute gibt. Mittlerweile kann man schon vermuten, aber manche werden auch falsch liegen. Denn wie Sie alle wissen, war die Parkbranche lange sehr hardwarelastig. Das hat auch sehr lange recht gut funktioniert. Doch im Jahr 2025 ist dieses Konzept nicht mehr zukunftsfähig. Wenn Sie an Ihr Smartphone denken, bekommt es mehrmals in der Woche Updates, Security Patches, Usability-Verbesserungen und auch noch neue Funktionen. Früher war es tatsächlich so, da konnten Sie ein Parksystem kaufen und das für 10 Jahre eigenständig und abgeschottet in Ihr Parkhaus stellen. Ja, weil dieses Parksystem eben nichts mit der Außenwelt zu tun hatte. Doch jeder weiß, dass die Welt von heute viel verbundener, viel connecteder ist. Und ein Beispiel aus der Parkbranche: Mobility Hubs. Wie sollen diese funktionieren, ohne dass das Parksystem mit der Außenwelt kommunizieren kann? Wenn man alle 2 Jahre vielleicht händisch ein Update einspielt, dann ist dieses System selbst für die Welt von heute nicht gerüstet und geschweige denn für die Welt von morgen. Bei der Software haben wir dieses Problem schon vor langem gelöst. Und es freut mich, dass wir heute mit euch gemeinsam den nächsten Schritt auch bei der Hardware gehen dürfen. Voller Stolz präsentieren wir euch heute die nächste Generation an Parking-Hardware. Honest. Ja, eine Hardware, wie sie aus Sicht eines Softwareunternehmens sein sollte, eine einheitliche technische Basis, große Touchscreens für eine intuitive Benutzeroberfläche und mehr Flexibilität und Zukunftsfähigkeit durch ein zentrales Software-Ökosystem, was das Ganze verbindet. Ja, wie ist es dazu gekommen? Seit Jahren dürfen wir schon mit sehr vielen von euch eng zusammenarbeiten. Mit einem Kundenstamm von grob 400 sehr renommierten Betreibern, groß wie auch klein. Und dem ständigen Feedback haben wir sehr viel gelernt, sehr viel über eure Probleme gelernt und sind so in der Lage, dass auch wir die Probleme verstehen und erkennen. Und unsere Hardware und das gesamte Ökosystem dahinter löst sehr viele dieser Probleme für Sie. Durch 3 dieser Problembeispiele dürfen wir nun in den nächsten Minuten durchführen, um einen Eindruck davon zu geben, wie kraftvoll dieses neue System in der Kombination aus Hardware und Software tatsächlich ist. Wer kennt es nicht? Ein Gerätealarm, ein Terminal wird umgefahren. Und das vielleicht am 3. Adventssonntag in einer abgelegenen Region, wo vielleicht Sie als Betreiber, aber auch der Hersteller womöglich nicht ausreichend qualifiziertes Personal vor Ort hat. Und was kann man da tun? Letztendlich in dem Moment gar nichts. Es ist Stillstand, Umsatzverlust, Frust. Das beim Endkunden, das bei den Eigentümern und natürlich bei euch als Betreibern nicht zu guter Letzt. Ein Betriebsleiter, ein Mitarbeiter wäre ja vor Ort, aber die Netzwerkeinstellungen am neuen Gerät zu tätigen, ja, das Terminal mit der richtigen TID zu hinterlegen, die I/O-Configs zu übernehmen, all das kann man von einem nicht dafür qualifizierten Mitarbeiter natürlich nicht erwarten. Und wir als Softwareunternehmen haben uns daher die Frage gestellt, warum kann der Wechsel eines Hardwaregeräts nicht so einfach sein, wie wenn ich einen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Smartphone
verbinde. Und wir sind stolz und können die Frage für uns und heute auch für euch beantworten mit einem klaren Ja, das kann so einfach sein. Bevor ich die Details erkläre, starte ich schon einmal mit diesem Pairing-Vorgang und sage, dass diese fabriksneue Exit Station jetzt sich anlernt und bei unserer Demo-Anlage die Exit Station für die linke Ausfahrtsspur wird. Und in der Zwischenzeit nehme ich Sie etwas mit, wie könnte das in der Praxis aussehen. Ein Mitarbeiter von euch, wie gesagt, muss nicht speziell qualifiziert sein, schraubt die alte, umgefahrene Säule ab, befestigt die neue Arrivo Exit Station mit den 4 Schrauben, steckt Strom an, steckt Netzwerkkabel an und dann geht dieses Gerät in diesen Pairing Screen. Und unser Arrivo Betriebssystem, das Arrivo Parking OS, erkennt dieses Gerät nur, weil es in der Umgebung ist, wie eben auch das Smartphone die Bluetooth-Kopfhörer erkennt. Der nächste Schritt ist es, mit der entsprechenden Berechtigung in der Software zu genehmigen, sozusagen, zu bestätigen, dass dieses Gerät nun eben für die linke Ausfahrtsspur die Exit Station werden soll und man geht schon in den Pairing-Prozess, der jetzt eben gerade abläuft. Und danach wird ein Prozess gestartet, es wird die gesamte Netzwerkkonfiguration automatisch eingespielt, das Payment Terminal verbindet sich automatisch mit dem richtigen Store, die I/O-Konfiguration wird automatisch eingespielt und danach funktioniert die neue Exit Station, die vorher Fabrikszustand, Auslieferungszustand hatte, genauso wie die Säule, die vorhin in diesem Parksystem voll eingebettet war. Und diese Automation ist nicht nur schnell, sondern vor allem fehlerfrei. Und um das Ganze zu präsentieren, wir sehen, die Säule hat nun fertig gepaart, fahren wir auf unserer Demo-Anlage, das können jetzt nicht alle sehen, aber wir fahren zur Einfahrtskamera. Das Display hinten zeigt eben, wie wir es eh schon kennen, dass das Auto 1, 2, 3 eben als Kurzparker erkannt wurde. Wir fahren ein, wir haben jetzt bewusst natürlich hier die Karenzzeit auf 0 gestellt, die Durchfahrtskarenz, sodass wir eben gleich zur neuen Exit Station fahren können. Zahlen tut dann der Chef, danke Dominik. Und die Exit Station hat ihren Dienst getan, hat die Zahlung entgegengenommen, den Schranken geöffnet und alles hat funktioniert. Das heißt, was haben wir gerade gemacht? Wir haben eine Parking-Hardware so in Betrieb genommen, wie man es auch mit einem Bluetooth-Kopfhörer am Smartphone machen würde. Und das geht nicht nur beim Tausch eines Gerätes, das geht auch bei der Inbetriebnahme. Ja, auch dort verfolgen wir genau dieses Konzept, dass die Exit Station entsprechend der Vorkonfiguration sich selbst anlernt. Und es geht auch nicht nur bei der Exit und bei der Entry Station, das geht auch beim Cashless-Automaten, das geht beim Door-Reader, das geht beim Arrivo Screen oder beispielsweise auch bei den Kameras, die, wenn man sie tauschen muss, sich selbst wieder Zoom-Einstellungen, Helligkeitseinstellungen von der vorherigen eingestellten Kamera vollständig übernehmen. Ja, danke Stefan. Ja, wir haben ja gesagt, wir werden 3 kurze Probleme vorstellen, die wir mit der neuen Parking-Hardware lösen. Und was mich besonders verwundert hat, als ich neu in der Parkbranche war, haben mir einige von euch gesagt, macht mir ja keine Updates. Und diese Aussage hat mich natürlich etwas verwirrt, weil ja eigentlich Updates genau die Voraussetzung sind für eine digitalisierte Welt. Denn die gibt es nicht ohne Updates. Ja, warum also diese Angst vor irgendwas, was eigentlich Fortschritt bedeutet? Inzwischen kennen wir natürlich die Antwort, viele von euch haben schlechte Erfahrungen gemacht. Ein Update wird eingespielt, plötzlich funktioniert gar nichts mehr, Stillstand, Umsatzverlust und Kundenfrust.
Ja, und der Grund dafür, in vielen Fällen werden diese Updates noch manuell eingespielt, ohne doppelten Boden. Geht also etwas schief, fehlt oft ein schnelles Sicherheitsnetz. Und mit der neuen Generation an Arrivo Hardware haben wir genau dieses Sicherheitsnetz noch weiterentwickelt und ausgebaut. So können wir heute von Arrivo sagen, dass wir sicher und risikofrei über 100.000 Updates pro Jahr durchführen können. Und Sie fragen sich jetzt, wie funktioniert das wahrscheinlich? Ganz einfach erklärt, wir installieren das Update nicht direkt in das Gerät, sondern wir installieren das Update in einen zweiten Klon im Speicher des Gerätes, untertags und ohne dass irgendwer etwas mitbekommt. In der Nacht und nur dann, wenn das Gerät gerade nicht verwendet wird, machen wir einen einfachen Neustart und das Gerät bootet automatisch auf die neueste Version. Und sollte trotz intensiver Tests einmal irgendwas schief gehen, dann erkennt das Gerät es selbstständig, startet wieder und hat wieder den ursprünglichen funktionierenden Zustand. Und das Ganze dauert weniger als eine Minute. Das heißt, unser großes Ziel ist Updates, ohne dass Sie je wieder Angst davor haben müssen. Ja, und zusätzlich rollen wir diese Updates stufenweise aus. Zuerst an wenigen Geräten, dann Tag für Tag mehr. Und so schaffen wir es, dass wir die ganze Arrivo-Installationen über 1000 mittlerweile an nur 5 Tagen flächendeckend auf einen einheitlichen, neuesten Stand bekommen. Gut, dann kommen wir zum dritten Problembeispiel und wollen zeigen, dass wir nicht nur an die großen Probleme denken, sondern wir haben uns auch auf die kleinen Problemchen konzentriert, wo wir sagen, dass Hardware gepaart mit einer up-to-date Software tatsächlich auch reale Probleme im Alltag lösen kann. Nämlich, wie öffnet man das Gerät? Denn jeder kennt es wahrscheinlich. Ein Mitarbeiter fährt zur Anlage, steht vor Ort, hat was zu tun, Ticketwechsler, was auch immer, und hat den Schlüssel vergessen. Ja? Oder in einem anderen Fall, es ist zwar ein Schlüssel-Safe vor Ort, aber der Code wurde geändert, der Schlüssel nicht ordnungsgemäß eingelegt, was auch immer da für Problemchen auftauchen. Ich bin mir sicher, Sie alle haben das irgendwann schon einmal in der Art und Weise erlebt. Und diese kleinen banalen Dinge, die kosten nicht nur Zeit und Geld, sondern sie verursachen abermals echten Frust und sind vor allem unnötig. Und in Zukunft brauchen Sie keinen Schlüssel mehr. Beziehungsweise Sie haben den Schlüssel de facto immer dabei. Denn mit der entsprechenden Berechtigung im Arrivo-Betriebssystem, im Parking OS, kann man sich den QR-Code-Schlüssel anzeigen lassen. Und der Dominik zeigt es jetzt vor, entriegelt das Gerät mit diesem QR-Code-Schlüssel und schon ist das Gerät offen. Und das jederzeit einfach nur, weil ich das Smartphone dabei habe. Und jetzt, wenn wir das Gerät auch schon offen haben, das sehen jetzt sicherlich nicht alle, aber ihr könnt es später gerne auch zum Stand kommen, möchte ich ein paar technische Key Facts noch beschreiben. Arrivo hat das Motherboard selbst entwickelt. Das heißt, wir sind dort technisch sehr, sehr tief in der Entwicklung in diese Hardware-Serie reingegangen. Und nicht nur das Motherboard, sondern eben auch alle anderen Komponenten, Netzteile, I/O-Boards etc. sind sorgfältig von uns ausgewählt worden, um entsprechende Lebensdauern zu gewährleisten. Und wir haben dabei ein Gleichteile-Konzept konsequent durchgezogen. Das bedeutet, dass dieses Board in der Exit Station, der Entry Station, im Cashless und überall sonst auch genauso verbaut ist. Und durch dieses Gleichteile-Konzept und vor allem dieser sehr tiefen Entwicklung bis auf den Chip hinunter haben wir nicht nur die Technologie voll in der Hand, sondern vor allem haben wir Abhängigkeiten innerhalb der Supply Chain reduziert. Und dafür profitiert es letztendlich wiederum ihr, weil wir damit gewährleisten können, dass wir eine ständige Lieferfähigkeit haben und natürlich auch die Langzeitverfügbarkeit von etwaigen Ersatzteilen.
Am Ende geht es nicht nur um neue Hardware. Es geht darum, wie flexibel, wie zukunftssicher, wie einfach Parkraumbewirtschaftung heute sein kann. Mit Arrivo entscheiden Sie sich nicht für ein starres Gerät. Sie entscheiden sich für ein Gerät, das dazulernt, das mitwächst, das sich anpasst. Denn eines ist sicher, wir wissen heute nicht, was in 3 Jahren die wichtigste Funktion sein wird. Daher wissen wir auch nicht, was genau dieses Gerät in 3 Jahren können muss. Aber wir versprechen Ihnen, mit uns sind Sie vorbereitet. Ein Klick, ein Neustart, ein komplett neues Verhalten. Stellen Sie sich nur vor, was damit möglich wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.